Peace Leute, was geht ab? In diesem Video erkläre ich euch die Funktion von Geoformer. Also hier oben bei dem Viereck kann man sich anzeigen lassen, wo die An- und Ausknöpfe der jeweiligen Regler sind. Wenn wir da einmal auf dieses Viereck drücken, dann erscheinen hier so Kästchen. Wenn wir da erneut drauf drücken, verschwinden sie, und wenn wir dann hier oben auf dieses Dreieck drücken, sehen wir die Benennung der jeweiligen Regler. Wenn wir da erneut drauf drücken, verschwinden diese ebenfalls. So, das hier ist die Audio-Drop-Zone. Da könnt ihr eure One-Shots, Samples und jede Art von Sound reinziehen. Wir starten erstmal hier mit einem One-Shot. Dann haben wir hier noch zwei Balken, womit wir den Sound hier eingrenzen können. Und hier ist noch ein Reverse-Button hier unten. Wenn wir den drücken, spielen wir den rückwärts. Mit diesem Volume-Regler könnt ihr die Lautstärke einstellen. Dazu einfach nur gedrückt halten, hoch runterziehen. Hier ist noch ein versteckter Tape FX. Beim Tape FX geht der Tape-Effekt an und der Pitch ändert sich. Also es entsteht sozusagen ein Detune-Schwanken in dem Sound. Bei dem Attack-Regler bestimmt ihr, wie schnell der Sound einsetzt. Längeres Attack lässt den Sound sozusagen weicher starten. So, hier rechts bei dem Release-Regler, der steuert, wie lange der Sound nachklingt, wenn er losgelassen wird. Wenn ihr das hier weiter nach rechts zieht, sorgt es also dafür, dass ihr einen weicheren und längeren Ausklang habt. Hier haben wir noch eine weitere Funktion unter dem Release. Das ist der Loop Mode. Wird die Release-Zeit voll aufgedreht und der Loop Mode aktiviert, wird jedes eingehende Signal 90 Sekunden bis zum Komplettausklang geloopt. Beim Filter Cut-Off werden hohe Frequenzen herausgefiltert. Wenn man den aufdreht, wird der Sound gedämpfter und dunkler. Wenn man es wieder zurückdreht, wird er heller und klarer. Bei diesem Resonanzregler könnt ihr die Frequenz um den Cut-Off-Punkt herum verstärken. Wenn ihr das hochzieht, wird der Sound schärfer und prägnanter. Beim Runterziehen wird der Sound wieder glatter. Die beiden Timeshift-Regler steuern die Effektabstände von einem Takt bis 1/16. Der erste erhöht den Ton um eine Oktave und verdoppelt die Geschwindigkeit. Der zweite senkt ihn um eine Oktave und halbiert die Geschwindigkeit. Zwischen den Abständen wird der Ton normal gespielt. Hier ist noch ein On-Off-Button, den müssen wir betätigen. Der Gleitregler lässt den hoch- und runter gepitchten Sound vom Timeshift weicher und fließender klingen. Statt sofort hoch runter zu pitchen, gleitet der Sound sanfter für geschmeidigere Übergänge. Also hier wird die Square Wave zu einer Sine Wave. Dazu müssen wir hier nochmal den On-Off-Button betätigen. Kommen wir zum Filter Mod Time, Filter Mod Position und Filter Mod Mix. Hier haben wir noch einen On-Off-Button. Damit aktivieren wir alle drei Regler. Und hier haben wir noch einen Pan Mode, einen versteckten Button. Damit wird der Ton sozusagen von rechts nach links geschwenkt. Hier auf der linken Seite stellen wir ein, wie schnell die Modulation sein soll. Und hier stellen wir ein, wie stark die Modulation sein soll.
Den Mix müssen wir aufdrehen, sonst hören wir nichts. Mache ich mal auf 100% und einschalten. Gehe ich nach ganz unten, wird der Sound viel gedämpfter, wird der Effekt sozusagen schwächer. Wenn ich höher gehe, wird er stärker. So, kommen wir zum nächsten Regler. Das ist der Wave Shaper. Hier haben wir auch noch einen On-Off-Button. Der Wave Shaper verändert die Wellenform von eurem Sound. Bei 100% aufdrehen wird das so leicht distortion-mäßiger. Der Grain-Effekt zerlegt euer Audiosignal in kleine Fragmente und spielt diese in unterschiedlichen Abständen wieder mit ein. Dazu schalten wir erstmal hier unten den Regler ein. Hier oben ist noch ein versteckter Knopf. Hier werden die Grains 12 Noten hochgepitcht. Dieser Reverb-Regler bestimmt, wie viel Hall zu eurem Sound dazukommt. Es höher zu regeln macht den Sound voller und halliger, weniger lässt ihn klarer und direkter klingen. Ihr könnt damit also entscheiden, ob mehr Raum geschaffen werden soll oder ob es trockener bleiben soll. Dazu müssen wir hier wieder den On-Off-Button betätigen. So wurde mehr Raum geschaffen. Und so klingt er wieder trocken. Der Delay-Regler bestimmt, wie schnell das Echo wiederholt wird. Von langsamen Wiederholungen bei 1/8 bis zu sehr schnellen Wiederholungen bei 1/64. Dazu müssen wir hier unten nochmal einschalten. Das hier ist der Feedback-Regler und hier haben wir den Mix. Den Mix müssten wir natürlich aufdrehen, sonst hören wir nichts. Je mehr wir es aufdrehen, desto stärker hört man den Effekt. Wenn wir jetzt hier gedrückt halten und hochziehen, stellen wir den Delay ein. Um etwas zu hören, müssen wir natürlich auch etwas Feedback dazugeben. Hier unten ist noch ein Chorus-Effekt. Hier haben wir noch einen zweiten versteckten Delay. Hier. Wenn wir den einschalten, dann müssen wir unten auch nochmal einschalten. Das muss hell leuchten. Dann haben wir das eingeschaltet. Auf der linken Seite ist dieser Delay auf 1/4 Droplets und rechts auf 1/4 ohne Droplets. Klingt sozusagen ein bisschen Stereo dadurch. Ihr könnt natürlich hier auch mit Feedback spielen. So, kommen wir zum Randomizen. Hier oben ist ein Viereck. Wenn wir mit dem Mauszeiger drauf gehen, wird es zum Kreis. Das ist der Randomizer-Button. Wenn wir jetzt hier Release komplett aufdrehen und den Loop-Mode aktivieren und einmal die Taste drücken, dann haben wir es geloopt. Und wenn wir jetzt einmal randomisieren, haben wir unendlich Variationen. Das Gute ist, während des Randomisen und auch wenn man einen neuen One-Shot reinzieht, wird der Loop nicht unterbrochen. Können wir jetzt mal testen.
Also nicht vergessen, dass man ab und zu natürlich auf die Taste drücken muss. Wegen der Abklingzeit hier beim Release. Hier rechts ist noch ein Wet and Dry Regler für das gesamte Plugin. So habt ihr den clean Ton. Wenn wir das wieder aufdrehen, effektieren wir wieder alles. Hier oben könnt ihr eure Presets speichern. Dazu gebt ihr hier einfach mal auf den Plus irgendwas ein und dann drückt ihr drauf und dann könnt ihr hier sozusagen euer Preset benennen. Den Link zu Geoformer findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Bei Fragen gerne in die Kommentare. Peace out.